was unsere Steinzeitvorfahren wirklich aßen und was es mit ihren Körpern machte. Hallo, schön, dass du da bist. Mach es dir gemütlich, wo auch immer du gerade bist. Vielleicht liegst du schon in deinem Bett, die Decke bis zum Kinn gezogen, das Licht gedimmt. Vielleicht hörst du noch das leise Rauschen des Windes vor dem Fenster oder das sanfte Ticken einer Uhr irgendwo in der Ferne. Lass den Tag hinter dir, all die Gedanken, all die kleinen und großen Dinge, die dich heute beschäftigt haben. Sie können warten. Sie werden morgen noch da sein, falls du sie brauchst. Aber jetzt in diesem Moment gehört die Zeit nur dir. Atme einmal tief ein, ganz langsam, und lass die Luft dann wieder heraus. Spüre, wie dein Körper schwerer wird, wie er in die Matratze sinkt, wie sich die Muskeln entspannen, einer nach dem anderen. Deine Schultern lassen los. Dein Kiefer wird weich. Deine Hände liegen ruhig neben dir. Heute Nacht nehme ich dich mit auf eine ganz besondere Reise. Wir reisen weit zurück. Viel weiter, als du dir vielleicht vorstellen kannst. Nicht Hunderte von Jahren, nicht Tausende, sondern Zehntausende, Jahrhunderttausende von Jahren in die Vergangenheit. Dorthin, wo alles begann. Wo unsere Vorfahren unter einem Himmel lebten, der noch unberührt war von künstlichem Licht. In einer Welt ohne Straßen, ohne Häuser, ohne Supermärkte. Stell dir die Stille vor. Eine Stille, die nur durchbrochen wird vom Knistern eines Feuers, vom Ruf eines Nachtvogels, vom fernen Heulen eines Wolfes. Wir werden entdecken, was diese Menschen wirklich gegessen haben, was tatsächlich auf ihrem Speiseplan stand und was diese Ernährung mit ihren Körpern gemacht hat. Es wird dich vielleicht überraschen, vielleicht zum Nachdenken bringen und ganz sicher wirst du einige Dinge über deine eigenen Vorfahren erfahren, die du noch nicht wusstest. Lehn dich zurück, schließ die Augen, wenn du magst, und lass uns gemeinsam eintauchen in eine der faszinierendsten Geschichten, die die Menschheit zu erzählen hat. Die Welt unserer Vorfahren, ein Blick in die Steinzeit. Stell dir eine Welt vor ohne Zäune, ohne Grenzen, ohne Besitz. Eine Welt, in der das Land sich endlos erstreckt, in der dichte Wälder in weite Graslandschaften übergehen, in der Flüsse sich durch Täler schlängeln und in Seen münden, die so klar sind, dass man bis auf den Grund sehen kann. Es ist die Welt der Steinzeit, des Paläolithikums, jener unendlich langen Epoche, die vor etwa 2,5 Millionen Jahren begann und erst vor rund 10.000 Jahren endete. Die allermeiste Zeit der Menschheitsgeschichte spielt sich in genau dieser Epoche ab. Wenn man die gesamte Geschichte unserer Gattung auf einen einzigen Tag verkürzen würde, 24 Stunden, von Mitternacht bis Mitternacht, dann hätte die Landwirtschaft erst in den allerletzten 3 Minuten vor Mitternacht begonnen. Alles davor, diese überwältigenden 23 Stunden und 57 Minuten, waren wir Jäger und Sammler. Die Menschen, die in dieser Zeit lebten, waren keine primitiven Höhlenmenschen, wie wir sie manchmal aus Cartoons oder Filmen kennen. Sie waren keine tumben Wesen, die mit Keulen durch die Gegend liefen. Sie waren uns ähnlicher, als wir vielleicht denken. Anatomisch moderne Menschen, Homo sapiens, gibt es seit etwa 300.000 Jahren. Ihre Gehirne waren genauso groß wie unsere, ihre Körper genauso leistungsfähig. Sie sprachen miteinander, sie planten voraus, sie pflegten ihre Kranken und bestatteten ihre Toten. Und eine Sache, die sie ganz besonders gut konnten, war, Nahrung zu finden. Denn das mussten sie, jeden Tag aufs Neue. Es gab keinen Kühlschrank, kein Supermarktregal, keine Liefer-App. Es gab nur die Natur. Und die Natur war gleichzeitig großzügig und gnadenlos. Um zu verstehen, was unsere Vorfahren aßen, müssen wir zunächst begreifen, in welcher Umgebung sie lebten. Und hier wird es sofort kompliziert, denn es gab nicht die eine Umgebung.
Unsere Vorfahren breiteten sich über den gesamten Globus aus, von den heißen Savannen Afrikas über die gemäßigten Wälder Europas bis hin zu den eisigen Weiten der Arktis. Jede dieser Regionen bot andere Nahrungsquellen, andere Herausforderungen, andere Möglichkeiten. Ein Mensch, der vor 50.000 Jahren an der Küste Südafrikas lebte, aß völlig andere Dinge als jemand, der zur selben Zeit in den Steppen Zentralasiens umherzog. Und genau das ist einer der wichtigsten Punkte, den wir heute Abend im Hinterkopf behalten sollten. Es gab nicht die eine Steinzeitdiät. Es gab Hunderte, vielleicht Tausende verschiedener Ernährungsweisen, alle angepasst an die jeweilige Umgebung und die Jahreszeit. Was wir aber wissen ist, dass all diese Ernährungsweisen eines gemeinsam hatten. Sie basierten auf dem, was die Natur hergab. Wilde Pflanzen, wilde Tiere, Fische, Insekten, Eier, Nüsse, Beeren, Wurzeln, Knollen. Nichts davon war gezüchtet. Nichts davon war verarbeitet. Zumindest nicht in dem Sinne, wie wir es heute kennen. Unsere Vorfahren waren Generalisten, Opportunisten im besten Sinne des Wortes. Sie aßen, was verfügbar war, was die Saison hergab, was sie mit ihren Fähigkeiten und Werkzeugen erreichen konnten. Und das war, je nach Region und Jahreszeit, erstaunlich vielfältig. Die Paläoanthropologin Leslie Aiello hat es einmal treffend formuliert. Es gab nicht den einen Höhlenmenschen-Speiseplan. Die menschliche Ernährung reicht mindestens 2 Millionen Jahre zurück. Und es gab eine Menge verschiedener Höhlenmenschen da draußen. Das wahre Kennzeichen des Menschseins ist nicht unsere Vorliebe für Fleisch, sondern unsere Fähigkeit, uns an unterschiedlichste Lebensräume anzupassen und aus vielen verschiedenen Nahrungsmitteln gesunde Ernährungsweisen zusammenzustellen. Diese Flexibilität, diese Anpassungsfähigkeit, das war unser größter Vorteil. Nicht unsere Stärke, nicht unsere Schnelligkeit, sondern unsere Fähigkeit, fast überall auf diesem Planeten etwas Essbares zu finden. Die Werkzeuge, die unsere Vorfahren dabei einsetzten, waren raffinierter, als man denken könnte. Es begann vor über 2 Millionen Jahren mit einfachen Steinabschlägen, groben Brocken, die zum Schneiden und Schaben taugten. Doch im Laufe der Jahrhunderttausende entwickelten sich diese Werkzeuge zu wahren Meisterwerken der Handwerkskunst. Symmetrische Faustkeile, fein gearbeitete Klingen, winzige Mikrolithen, die als Pfeilspitzen dienten. Jedes dieser Werkzeuge war auf eine bestimmte Aufgabe spezialisiert. Das Häuten eines Tieres, das Zerlegen eines Kadavers, das Aufbrechen von Nüssen, das Graben nach Wurzeln. Die Herstellung solcher Werkzeuge erforderte Geschick, Planung und ein tiefes Verständnis der Materialeigenschaften von Stein. Forschungen haben gezeigt, dass der zunehmende Werkzeuggebrauch die Fähigkeit unserer Vorfahren, Fleisch und Knollen zu verarbeiten, deutlich verbesserte und die Anzahl der benötigten Kauzyklen sowie die Kaukraft erheblich reduzierte, was wiederum kleinere Kiefer und Zähne ermöglichte. Und wenn wir uns diese Welt vorstellen, diese weite, wilde, ursprüngliche Welt, dann spüren wir vielleicht etwas von der Ruhe, die sie ausstrahlte. Ja, das Leben war hart. Und ja, es war gefährlich. Aber es hatte auch etwas zutiefst Einfaches, etwas Klares. Der Rhythmus des Tages wurde vom Sonnenauf- und Untergang bestimmt. Die Jahreszeiten gaben den Takt vor. Und die Nahrung, die man aß, war direkt mit dem Land verbunden, auf dem man lebte. Die Gruppen, in denen unsere Vorfahren lebten, waren klein, meist zwischen 20 und 50 Personen. Man kannte jeden, man vertraute einander, man teilte die Nahrung. Wenn die Jäger ein Tier erlegten, wurde es nicht von einem Einzelnen verschlungen, es wurde aufgeteilt, gerecht verteilt, nach Regeln, die tief in der sozialen Struktur der Gruppe verankert waren. Die Innereien, Leber und Herz wurden oft direkt am Jagdort, gegessen, frisch und noch warm. Der Rest wurde ins Lager getragen, wo Frauen, Kinder und Ältere warteten. Dieses Teilen, dieses gemeinschaftliche Essen war nicht nur eine Frage der Versorgung, es war der Kitt, der die Gruppe zusammenhielt.
Die Lager selbst waren provisorisch, manchmal nur ein Kreis aus Gras und Ästen, manchmal ein Unterschlupf unter einem Felsvorsprung, manchmal ein Platz unter einem großen Baum. Man blieb einige Tage, manchmal einige Wochen und zog dann weiter, dorthin, wo die Nahrung rief. Dieses nomadische Leben bedeutete, dass man leicht reisen musste. Besitz war Ballast. Was man hatte, musste man tragen können. Und trotzdem, oder gerade deshalb, entwickelten diese Menschen ein tiefes Wissen über ihre Umgebung. Sie kannten jede Pflanze, jede Wurzel, jede Beere. Sie wussten, welche Tiere wann und wo zu finden waren. Sie lasen die Zeichen des Wetters, der Sterne, der Tierspuren im Sand. Dieses Wissen wurde von Generation zu Generation weitergegeben, mündlich, durch Beobachtung, durch gemeinsames Tun. Es war ein Wissensschatz, der dem eines modernen Biologen in nichts nachstand. Lass uns nun gemeinsam einen genaueren Blick darauf werfen, was genau auf diesem uralten Speiseplan stand. Was landete tatsächlich im Magen unserer Vorfahren? Die Antwort wird dich vielleicht überraschen, was wirklich auf dem Speiseplan stand. Wenn man heute an die Ernährung der Steinzeitmenschen denkt, dann haben viele sofort ein bestimmtes Bild im Kopf. Ein muskulöser Mann mit einem Speer, der ein Mammut erlegt und dann am Lagerfeuer ein riesiges Stück Fleisch verschlingt. Dieses Bild ist nicht falsch, zumindest nicht vollständig. Aber es ist auch bei weitem nicht die ganze Geschichte. Die Wahrheit ist sehr viel interessanter, sehr viel vielfältiger und ehrlich gesagt auch sehr viel pflanzlicher, als die meisten Menschen vermuten. Beginnen wir mit den Pflanzen, denn sie bildeten für die allermeisten Jäger- und Sammlergruppen die Grundlage der Ernährung. Archäologische Funde, Isotopenanalysen an alten Knochen und die Untersuchung von versteinertem Zahnbelag, dem sogenannten Zahnstein, zeigen uns heute ein erstaunlich detailliertes Bild. In Israel hat man fossile Belege gefunden, die etwa 800.000 Jahre alt sind und eine abwechslungsreiche, pflanzenbasierte Ernährung belegen, die Samen, wilde Früchte, Gemüse, Nüsse und nur kleinere Mengen Fleisch und Fisch umfasste. Selbst bei den Neandertalern, unseren nächsten ausgestorbenen Verwandten, hat die Analyse von Zahnstein Überreste von Dattelpalmen, Hülsenfrüchten und verschiedenen Samen gezeigt und viele dieser Pflanzenstärken wiesen chemische Veränderungen auf, die darauf hindeuten, dass sie gekocht worden waren. Knollen und Wurzeln waren in vielen Regionen ein absoluter Grundpfeiler. Stell dir vor, du gehst durch eine Graslandschaft und unter deinen Füßen, verborgen im Erdreich, liegen stärkehaltige Knollen, die ähnlich wie heutige Karotten, Pastinaken oder Kartoffeln aussehen, nur wilder, kleiner, unregelmäßiger in der Form. Um sie zu finden, brauchte man Wissen, Erfahrung, ein geschultes Auge für bestimmte Pflanzen an der Oberfläche, die das Vorhandensein von Knollen darunter verrieten. Frauen und Kinder waren häufig die Experten für diese Art der Nahrungsbeschaffung. Mit einfachen Grabstöcken, aus hartem Holz geschnitzt, gruben sie die Knollen aus dem Boden. Diese Wurzeln und Knollen lieferten lebenswichtige Kohlenhydrate, Energie, die der Körper brauchte, um einen langen Tag des Wanderns und Arbeitens durchzustehen. Dann gab es die Beeren und Früchte, die je nach Jahreszeit in den Wäldern und an den Waldrändern reiften. Wilde Erdbeeren, Brombeeren, Blaubeeren und Dutzende anderer Sorten, von denen wir heute die meisten nicht einmal mehr kennen. Sie waren kleiner als ihre heutigen Verwandten, oft herber, manchmal bitterer, aber sie steckten voller Vitamine, Antioxidantien und Zucker. Die antiken Tomaten, so zeigt uns die Forschung, waren kaum größer als Beeren. Wildkartoffeln hatten die Größe von Erdnüssen. Mais war ein wildes Gras mit winzigen, steinharten Körnern, die so klein waren wie Radiergummis. Die Gurke war stachelig wie ein Seeigel und Salat war bitter und dornig. Das Gemüse, das heute in jedem Supermarkt liegt, ist das Ergebnis von Jahrtausenden gezielter Züchtung.
Was unsere Vorfahren aßen, sah ganz anders aus. Nüsse und Samen spielten ebenfalls eine zentrale Rolle. Wilde Mandeln, Haselnüsse, Pinienkerne, Eicheln und verschiedenste Samen wilder Gräser. Man hat sogar Belege gefunden, dass Menschen schon vor 30.000 Jahren wilde Gerste zu einer Art Mehl vermahlten, lange vor der Erfindung der Landwirtschaft. Archäologen haben an 30.000 Jahre alten Fundstätten Mahlsteine entdeckt, die zu genau diesem Zweck verwendet wurden. Nüsse waren ideal, weil sie kalorienreich waren, sich relativ gut aufbewahren ließen und Fette lieferten, die der Körper dringend brauchte, besonders in den kalten Wintermonaten. In manchen Regionen wurden Eicheln zu einem Grundnahrungsmittel. Vorausgesetzt, man wusste, wie man die Bitterstoffe durch wiederholtes Wässern und Kochen entfernen konnte, ein Wissen, das über Generationen weitergegeben wurde. Was wir bei all dem nicht vergessen dürfen, ist die zentrale Rolle der Frauen und Kinder bei der Nahrungsbeschaffung. Während die Jäger, meist Männer, mit Speeren und Pfeilen auf die Jagd gingen, waren es in den meisten Kulturen die Frauen und Kinder, die den Großteil der pflanzlichen Nahrung sammelten. Und dieser Beitrag war enorm. In vielen Jäger- und Sammlergesellschaften liefert das Sammeln mehr Kalorien als die Jagd, weil es zuverlässiger ist. Ein Tag des Sammelns bringt fast immer etwas ein Tag der Jagd oft nichts. Die Frauen kannten die Standorte der besten Beerensträucher, die Stellen, an denen die süßesten Knollen wuchsen, die Zeichen, die auf das Vorhandensein bestimmter Pflanzen hinwiesen. Dieses botanische Wissen war lebenswichtig und wurde von Mutter zu Tochter weitergegeben. Und dann das Fleisch. Ja, Fleisch war ein wichtiger Bestandteil der Ernährung, aber seine Bedeutung variierte stark je nach Region und Jahreszeit. Jäger und Sammler auf der ganzen Welt beziehen im Durchschnitt etwa 30% ihrer jährlichen Kalorien aus tierischen Quellen. Aber das ist ein Durchschnitt und er verdeckt enorme Unterschiede. In der Arktis, wo kaum Pflanzen wachsen, beziehen die Inuit fast all ihre Kalorien aus Fisch und Fleisch. In tropischen Wäldern hingegen dominieren pflanzliche Nahrungsmittel den Speiseplan. Was die meisten überrascht, auch in Gebieten, in denen Fleisch geschätzt wurde, war die Jagd oft mehr Misserfolg als Erfolg. Die Hadza in Tansania und die Kungbusch-Männer in Botswana kommen bei mehr als der Hälfte ihrer Jagdausflüge mit leeren Händen zurück, selbst mit Pfeil und Bogen. Für unsere Vorfahren, die diese Waffen noch nicht hatten, muss es noch schwieriger gewesen sein. Was unsere Vorfahren an tierischen Produkten aßen, unterschied sich grundlegend von dem, was wir heute unter Fleisch verstehen. Sie verwerteten alles, wirklich alles. Nicht nur das Muskelfleisch, das wir heute fein verpackt im Kühlregal finden, sondern auch das Mark aus den Knochen, die Innereien wie Leber, Herz, Nieren und Lunge, das Gehirn, die Fettdepots rund um Brust- und Bauchorgane und sogar die Haut. Nichts wurde verschwendet, nichts wurde weggeworfen. Ein erlegtes Tier war ein Geschenk und es wurde mit der Ehrfurcht und Gründlichkeit behandelt, die ein solches Geschenk verdiente. Das Knochenmark war besonders geschätzt und das aus gutem Grund. Es ist eine konzentrierte Quelle von Fett und Nährstoffen, leicht zugänglich durch das Aufbrechen der Knochen und es hält sich länger als rohes Muskelfleisch. In der Kesemhöhle in der Nähe von Tel Aviv haben Forscher Belege dafür gefunden, dass Menschen dort bereits vor 400.000 Jahren Tierknochen aufbewahrten und das Mark erst Wochen später aßen, eine der ältesten Formen der Nahrungsaufbewahrung überhaupt. Die häufigste Beute in der Kesemhöhle war das Dammwild. Und die Menschen brachten gezielt die Gliedmaßen und Schädel in die Höhle, während sie den Rest des Kadavers am Jagdort zerlegten und das Fleisch und Fett dort entfernten. Diese Selektivität zeigt ein Maß an Planung und Vorausdenken, das dem Bild des tumben Höhlenmenschen gründlich widerspricht. In früheren Zeiten, als die Erde noch von riesigen Tieren bewohnt war, den sogenannten Megafauna, war die Jagd eine noch dramatischere Angelegenheit. Mammuts, Wollnashörner,
Riesenhirsche und Höhlenbären boten enorme Mengen an Fleisch und Fett, genug, um eine ganze Gruppe tagelang zu ernähren. Manche Forscher schätzen, dass bestimmte frühe Kulturen, wie die Clovis-Kultur in Nordamerika, bis zu 95% ihrer Kalorien aus großen Pflanzenfressern wie Mammuts bezogen. Doch als diese gewaltigen Tiere nach und nach ausstarben, zum Teil durch Überjagung, zum Teil durch Klimaveränderungen, mussten sich die Menschen anpassen. Sie wandten sich kleineren, schnelleren Beutetieren zu, was neue Jagdtechniken erforderte. Pfeil und Bogen, Fallen, Treibjagden, koordinierte Gruppenaktionen. Und sie diversifizierten ihre Ernährung, indem sie verstärkt auf Pflanzen, Fische, Meeresfrüchte und Insekten zurückgriffen. Das wilde Fleisch hatte dabei eine ganz andere Zusammensetzung als das Fleisch unserer heutigen Nutztiere. Es war viel magerer, hatte einen völlig anderen Fettanteil und die enthaltenen Fette hatten eine deutlich geringere Wirkung auf den Cholesterinspiegel als die Fette heutiger Rinder, Schweine oder Schafe. Moderne Hühner, Kühe, Schafe und Ziegen sind pummeliger, sanftmütiger und genetisch anders als ihre wilden Vorfahren. Was heute als Fleisch im Supermarkt liegt, hat mit dem, was ein paläolithischer Jäger erbeutete, nur noch wenig gemein. Und dann waren da noch die Dinge, an die man vielleicht nicht sofort denkt: Insekten, Eier, Honig und Meeresfrüchte. Insekten wie Heuschrecken, Käfer, Ameisen und Termiten waren in vielen Regionen eine wichtige Proteinquelle. Sie waren leicht zu sammeln, kalorienreich und in großen Mengen verfügbar. Für uns heute mag der Gedanke, eine Handvoll Käfer zu essen, befremdlich klingen, aber für unsere Vorfahren war es so selbstverständlich wie für uns der Griff zur Banane. Insekten lieferten hochwertige Proteine und Fette bei minimalem Aufwand. Man musste kein Tier jagen, kein Risiko eingehen, man musste nur wissen, wo man suchen musste. Honig war ein ganz besonderer Leckerbissen. Ein seltenes Geschenk der Natur, das mit Begeisterung aufgenommen wurde. Bei den Hadza in Tansania, einer der letzten noch aktiven Jäger- und Sammlergruppen der Welt, liefert Honig zwischen 15 und 20% aller Kalorien. Er wird als flüssiges Gold bezeichnet und wenn man die Hadza nach ihrer Lieblingsspeise fragt, steht Honig ganz oben auf der Liste, noch vor Fleisch und Beeren. Die Hadza-Männer klettern auf hohe Baobab-Bäume, oft in schwindelerregender Höhe, räuchern die Bienen mit Rauch aus und ernten die Waben mit bloßen Händen. Dabei nutzen sie eine faszinierende Partnerschaft mit einem Vogel, dem Honiganzeiger, der sie zu den Bienennestern führt und dafür seinen Anteil an Wachs und Larven erhält. Diese Zusammenarbeit zwischen Mensch und Vogel reicht wahrscheinlich Jahrtausende zurück und ist eines der schönsten Beispiele für die tiefe Verbindung unserer Vorfahren mit der Tierwelt. In Küstengebieten und an Flüssen waren Fische und Muscheln eine zentrale Nahrungsquelle, reich an Omega-3-Fettsäuren und leichter zu beschaffen als ein Hirsch oder ein Bison. An vielen prähistorischen Küstensiedlungen findet man riesige Abfallhaufen aus Muschelschalen, sogenannte Kjökenmöddinger, die Zeugnis davon ablegen, in welch enormen Mengen Meeresfrüchte konsumiert wurden. Diese Omega-3-Fettsäuren, insbesondere DHA, waren möglicherweise ein weiterer Schlüsselfaktor für die Entwicklung unseres großen Gehirns. Was wir auch nicht vergessen dürfen, ist die enorme saisonale Schwankung. Die Ernährung unserer Vorfahren war nicht jeden Tag gleich, sie veränderte sich mit den Jahreszeiten auf eine Weise, die wir uns heute kaum noch vorstellen können. Bei den Hadza zum Beispiel dominieren von Mai bis Oktober die Jagd und der Verzehr von Knollen, weil das Laub spärlich ist und sich die Tiere an den wenigen Wasserlöchern konzentrieren. In der Regenzeit hingegen, wenn die Bäume voller Beeren hängen und der Honig reichlich fließt, verschiebt sich der Speiseplan deutlich in Richtung süßer, energiereicher Pflanzennahrung. Diese saisonale Vielfalt bedeutete, dass der Körper ständig unterschiedliche Nährstoffe erhielt, eine natürliche Abwechslung, die der Gesundheit zugute kam und die,
kein moderner Ernährungsplan so einfach nachbilden kann. Das Feuer, das alles veränderte, Kochen und die Entwicklung des Gehirns. Wenn es ein einzelnes Ereignis gibt, das die Geschichte der menschlichen Ernährung und damit die Geschichte der Menschheit überhaupt für immer verändert hat, dann ist es die Beherrschung des Feuers und die Erfindung des Kochens. Charles Darwin selbst betrachtete die Kontrolle über das Feuer als eine der bedeutendsten Errungenschaften der Menschheit, übertroffen nur von der Sprache. Und wenn man die Auswirkungen betrachtet, die das Kochen auf unsere Körper, unsere Gehirne und unsere gesamte Entwicklung hatte, dann ist das kaum eine Übertreibung. Wann genau unsere Vorfahren zum ersten Mal Feuer kontrollierten, ist eine der großen offenen Fragen der Paläoanthropologie. Archäologische Belege für kontrolliertes Feuer werden vor etwa 400.000 Jahren deutlich häufiger mit erkennbaren Feuerstellen, die einen sozialen und wirtschaftlichen Mittelpunkt vieler Lagerplätze bildeten. Aber es gibt Hinweise, dass Feuer möglicherweise schon viel früher genutzt wurde. In der Wonderwerk-Höhle in Südafrika hat man Spuren absichtlich erzeugter Feuer gefunden, die über 1 Million Jahre alt sind. Und der Primatologe Richard Wrangham von der Harvard-Universität geht noch weiter. Er argumentiert, dass das Kochen bereits vor etwa 1.800.000 Jahren begonnen haben muss, als unser Vorfahr Homo erectus auf der Bildfläche erschien. Warum glaubt Wrangham das? Weil Homo erectus sich körperlich grundlegend von seinen Vorgängern unterschied. Und zwar auf eine Weise, die perfekt zu einer Umstellung auf gekochte Nahrung passt. Homo erectus hatte ein deutlich größeres Gehirn, einen größeren Körper, aber gleichzeitig einen kleineren Kiefer, kleinere Zähne und einen kürzeren Verdauungstrakt. All das sind Anzeichen für eine Ernährung, die weicher, leichter zu kauen und energiereicher war. Und genau das ist es, was Kochen mit Nahrung macht. Dass es auch eine Zeit gab, in der Menschen noch ohne Feuer auskamen, zeigt ein faszinierender Fund aus dem Norden Spaniens. An der Stätte Cima del Elefante in der Sierra de Atapuerca haben Forscher den Zahnbelag eines 1,2 Millionen Jahre alten Hominiden untersucht und darin die frühesten direkten Belege für die Nahrung früher Menschen in Europa gefunden. Spuren von rohem tierischem Gewebe, ungekochte Stärkekörner von Gräsern, Pollenkörner einer Kiefernart, Insektenfragmente und möglicherweise ein Fragment eines Zahnstochers. All das war roh. Diese Menschen aßen eine ausgewogene Mischung aus Fleisch und Pflanzen, aber ohne Feuer. Es war offenbar erst eine spätere Entwicklung, die ab etwa 800.000 Jahren vor unserer Zeit das schnelle Gehirnwachstum vorantrieb. Das Erhitzen von Fleisch baut Kollagen ab, das zähe Bindegewebe, das rohes Fleisch so schwer zu kauen macht. Das Kochen von Pflanzen bricht die Zellwände auf und setzt Stärke und Fett frei. Gekochte Nahrung liefert bis zu 100% ihrer Nährstoffe an den Körper, während rohe Nahrung nur etwa 30 bis 40% hergibt. Denk einen Moment darüber nach. Das ist ein enormer Unterschied. Wenn du doppelt so viele Kalorien aus der gleichen Menge Nahrung gewinnen kannst, dann verändert das alles. Du brauchst weniger Zeit zum Essen, weniger Zeit zum Kauen, weniger Zeit zum Suchen. Und diese frei gewordene Zeit und Energie, die fließt woanders hin. Bei den Menschenaffen, unseren nächsten Verwandten, nimmt das Kauen 4 bis 7 Stunden am Tag in Anspruch. Stell dir vor, du würdest jeden Tag 7 Stunden lang kauen. Da bleibt nicht viel Zeit für andere Dinge. Kochen hat uns von dieser Last befreit. Und es hat noch einen weiteren, oft übersehenen Vorteil. Gekochtes Essen schmeckt einfach besser. Selbst Menschenaffen, wenn man ihnen die Wahl gibt zwischen rohem Essen und Spaghetti mit Fleischbällchen, nehmen die Fleischbällchen jedes Mal. Das Kochen setzt Aromen frei, es verändert Texturen, es macht Essen zu einem Genuss, nicht nur zu einer Notwendigkeit. Es gibt auch Hinweise darauf, dass sich der menschliche Körper genetisch an gekochte Nahrung angepasst hat.
Forschungen deuten darauf hin, dass einige dieser Anpassungen alt sind und mindestens bis zur Trennung von Neandertalern und modernen Menschen zurückreichen. Studien haben auch gezeigt, dass der Homo sapiens ohne eine Ernährung aus gekochter Nahrung nicht in der Lage ist, seine Reproduktionsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Wir sind also nicht nur kulturell, sondern auch biologisch auf das Kochen angewiesen. Es ist keine Option, es ist eine Notwendigkeit. Aber der vielleicht erstaunlichste Effekt des Kochens betrifft das Gehirn. Das menschliche Gehirn ist ein unglaublich energiehungriges Organ. Es macht nur etwa 2% unseres Körpergewichts aus, verbraucht aber rund ein Viertel unserer gesamten Energie. Für die Entwicklung eines so großen und energieintensiven Organs brauchte es eine Nahrungsquelle, die zuverlässig genügend Kalorien lieferte. Hier kommt die sogenannte Hypothese des teuren Gewebes ins Spiel, die von Leslie Aiello und Peter Wheeler formuliert wurde. Sie besagt, dass sich das Wachstum des Gehirns und die Verkleinerung des Verdauungstrakts gegenseitig bedingten. Ein kleinerer Darm brauchte weniger Energie und konnte diese Energie stattdessen dem Gehirn zur Verfügung stellen. Aber ein kleinerer Darm funktioniert nur dann, wenn die Nahrung leichter zu verdauen ist, wenn sie bereits aufgeschlossen und vorverdaut in den Magen gelangt. Und genau das leistet das Kochen. Die Neurowissenschaftlerin Susana Herculano-Hautzel vom Institut für biomedizinische Wissenschaften in Brasilien hat diesen Zusammenhang eindrucksvoll belegt. Homo erectus, der als erste wirklich moderne Menschenspezies gilt, verdoppelte im Laufe von 600.000 Jahren seine Gehirngröße. Vergleichbare Primaten, Gorillas, Schimpansen und andere Menschenaffen, die sich alle ausschließlich von roher Nahrung ernährten, taten dies nicht. Der Grund, so argumentiert Herculano-Hautzel, liegt im Kochen. Es war nicht allein das Fleischessen, das unser Gehirn wachsen ließ. Es war die Fähigkeit, Nahrung durch Erhitzen so zu verändern, dass wir mehr Nährstoffe und mehr Energie daraus gewinnen konnten. Aber das Feuer veränderte nicht nur unsere Ernährung und unser Gehirn. Es veränderte unser gesamtes Zusammenleben. Das Feuer wurde zum Mittelpunkt des Lagers, zum Treffpunkt, zum sozialen Brennpunkt im wahrsten Sinne des Wortes. Am Feuer wurde gegessen, am Feuer wurden Geschichten erzählt, am Feuer schmiedete man Werkzeuge und plante die Jagd des nächsten Tages. Das Feuer hielt Raubtiere fern und ermöglichte es unseren Vorfahren zum ersten Mal, sicher auf dem Boden zu schlafen, statt in Bäumen Zuflucht suchen zu müssen. Es wärmte in kalten Nächten und erlaubte die Besiedlung kälterer Regionen, die vorher unbewohnbar waren. Stell dir diese Szene vor. Eine kleine Gruppe von vielleicht 30 Menschen, versammelt um ein knisterndes Feuer in einer klaren, sternenfunkelnden Nacht. Die Kinder liegen schon schlafend auf dem Schoß ihrer Mütter. Die Jäger erzählen von der Jagd, die Alten geben ihr Wissen weiter. Jemand singt leise ein Lied. Der Geruch von gebratenem Fleisch und gerösteten Wurzeln liegt in der Luft. Dieses Bild, so vermuten viele Anthropologen, ist der Ursprung der menschlichen Kultur. Es war das Feuer, das uns zusammenbrachte, das die Grundlage für Paarbindung, für familiäre Strukturen, für Sprache und schließlich für die gesamte menschliche Gesellschaft legte. Das Feuer hatte zudem einen tiefgreifenden Einfluss auf die Werkzeugherstellung. Es gibt Belege dafür, dass Menschen in Südafrika vor etwa 164.000 Jahren Feuer verwendeten, um die mechanischen Eigenschaften eines feinkörnigen Gesteins namens Silkrete zu verändern. Die erhitzten Steine konnten dann zu halbmondförmigen Klingen oder Pfeilspitzen für die Jagd verarbeitet werden. Auch die ältesten bekannten Keramikfiguren, die berühmten Venusfigurinen aus der Altsteinzeit, wurden teilweise aus Ton geformt und dann im Feuer gebrannt, einige der frühesten Beispiele für Keramik überhaupt. Und das Feuer ermöglichte noch etwas anderes, etwas, das oft übersehen wird: die Entgiftung von Nahrung. Viele Pflanzen, die roh giftig oder ungenießbar sind, werden durch Kochen essbar. Maniok zum Beispiel enthält cyanogene Glykoside, die Blausäure freisetzen.
Durch Kochen werden diese Giftstoffe zerstört. Ähnliches gilt für Hülsenfrüchte und bestimmte Samen. Wilde Mandeln zum Beispiel produzieren in ihrem natürlichen Zustand potenziell tödliche Mengen an Cyanid, ein Gift, das erst durch Zucht und Verarbeitung entfernt wurde. Die Fähigkeit, Nahrung durch Hitze zu entgiften, eröffnete unseren Vorfahren eine völlig neue Welt der Ernährungsmöglichkeiten und machte sie noch anpassungsfähiger, als sie es ohnehin schon waren. Und auch Parasiten und Krankheitserreger im Fleisch wurden durch das Kochen abgetötet, was die Gesundheit erheblich verbesserte. Stell dir vor, du hast ein Stück Fleisch, das seit einigen Tagen in der Sommerhitze gelegen hat. Roh wäre es ein sicherer Weg zu einer schweren Magen-Darm-Infektion. Aber über dem Feuer geröstet werden die gefährlichsten Bakterien abgetötet und das Fleisch wird wieder genießbar. In der Quesem-Höhle in Israel, wo, wie wir bereits gehört haben, Menschen Knochenmark für Wochen aufbewahrten, gibt es auch klare Belege für regelmäßiges Kochen und Braten von Fleisch. Feuer, Kochen und die Aufbewahrung von Nahrung, all diese Innovationen zusammen bildeten ein System, das den Menschen eine nie dagewesene Kontrolle über ihre Nahrungsversorgung gab. Die Beherrschung des Feuers hatte auch tiefgreifende Auswirkungen auf die menschliche Anatomie, jenseits des Gehirns. Das Feuer hielt die Menschen in kalten Nächten warm und machte Fell als Körperbedeckung unnötig. Und ohne Fell konnten unsere Vorfahren bei der Jagd weiter und schneller laufen, ohne zu überhitzen, ein entscheidender Vorteil in der afrikanischen Savanne, wo die Ausdauerjagd, das stundenlange Verfolgen eines Tieres bis zur Erschöpfung, eine wichtige Jagdstrategie war. Das Feuer ermöglichte auch das Schlafen auf dem Boden statt in Bäumen, was möglicherweise die Entwicklung des aufrechten Gangs und, einigen Forschern zufolge, sogar die Fähigkeit zu träumen beeinflusste. Das Kochen, so lässt sich sagen, hat uns zu dem gemacht, was wir sind. Ohne Feuer kein großes Gehirn, ohne großes Gehirn keine Sprache, keine Kunst, keine Kultur. Kein einziges menschliches Volk auf der Erde wurde jemals gefunden, das ohne Kochen überlebt. Überall, wohin Menschen gewandert sind, von den tropischen Regenwäldern bis zur eisigen Arktis, haben sie zwei Dinge mitgenommen: die Sprache und das Feuer. Es ist eine einfache Kette, aber eine, die alles verändert hat. Und während du jetzt vielleicht langsam müder wirst, die Augen schwerer, der Atem ruhiger, lass uns noch einen Blick darauf werfen, was all diese Nahrung mit den Körpern unserer Vorfahren tatsächlich gemacht hat. Was diese Ernährung mit dem Körper machte: Gesundheit, Zähne und Knochen. Jetzt, wo wir wissen, was unsere Vorfahren aßen und wie das Kochen ihre Nahrung veränderte, stellt sich die nächste Frage: Was hat diese Ernährung eigentlich mit ihren Körpern gemacht? Wie gesund waren die Steinzeitmenschen wirklich? Die Antwort ist komplex und überraschend und sie räumt mit einigen weit verbreiteten Vorurteilen auf. Beginnen wir mit den Zähnen, denn Zähne sind für Archäologen wie ein offenes Buch. Sie überdauern Jahrtausende und sie erzählen Geschichten über Ernährung, Gesundheit und Lebensweise, die kein anderes Gewebe so gut erzählen kann. Sie sind die härteste Substanz im menschlichen Körper und überleben selbst dann, wenn alles andere längst zu Staub zerfallen ist. Und die Geschichte, die die Zähne unserer steinzeitlichen Vorfahren erzählen, ist bemerkenswert. Forscher der Universität Adelaide haben die DNA in versteinertem Zahnbelag von 34 Skeletten aus Nordeuropa untersucht und dabei festgestellt, dass unsere Vorfahren deutlich gesündere Zähne hatten als wir heute. Ja, du hast richtig gehört. Gesündere Zähne. Trotz fehlendem Zahnarzt, trotz fehlender Zahnbürste, trotz fehlender Zahnpasta. Der Grund liegt in der Mundflora. Die Bakteriengemeinschaften im Mund unserer Vorfahren waren viel vielfältiger als unsere heutigen. Diese Vielfalt sorgte für ein Gleichgewicht, in dem krankmachende Bakterien, die Karies und Zahnfleischentzündungen verursachen, keine Chance hatten, die Oberhand zu gewinnen.
Das änderte sich dramatisch mit der Einführung der Landwirtschaft vor etwa 7500 Jahren. Die Umstellung auf eine getreidelastige Ernährung, reich an weichen Kohlenhydraten, führte zu einer drastischen Verringerung der Vielfalt der Mundbakterien. Plötzlich konnten sich Bakterien wie Streptococcus mutans, der Hauptverursacher von Karies, ungehindert vermehren. Und dann kam vor etwa 200 Jahren die industrielle Revolution mit ihrem raffinierten Zucker und ihrem weißen Mehl, und die Mundgesundheit der Menschen verschlechterte sich noch einmal deutlich. Unsere moderne Mundflora ist also weniger vielfältig als je zuvor, und das macht uns anfälliger für Karies und Zahnfleischerkrankungen. Das heißt nicht, dass Steinzeitmenschen perfekte Zähne hatten. Ihre Nahrung war hart, rau und abrasiv. Steinzeitliche Zähne zeigen oft starken Abrieb bis hinunter aufs Zahnbein. Aber eben Abrieb, nicht Karies. Das ist ein wichtiger Unterschied. Ihre Zähne nutzten sich ab wie Werkzeuge, die viel benutzt werden, aber sie verfaulten nicht. Karies war im Paläolithikum extrem selten. Erst mit dem Neolithikum, dem Beginn des Ackerbaus, stieg die Kariesrate dramatisch an. Und dennoch, es gab bereits in der Steinzeit erste Versuche einer Art Zahnmedizin. An einem etwa 14.000 Jahre alten menschlichen Schädel aus Norditalien, dem sogenannten Villabruner-Exemplar, haben Wissenschaftler Spuren einer Zahnbehandlung gefunden. Unter dem Elektronenmikroskop zeigen sich Kratzspuren in einer großen Karieskavität des unteren Weisheitszahns, die von spitzen Feuersteinwerkzeugen stammen. Jemand hat also vor 14.000 Jahren versucht, eine kariöse Stelle mit einem Steinwerkzeug zu behandeln, zu kratzen, zu hebeln, das beschädigte Material zu entfernen. Es ist der älteste bekannte Beleg für einen zahnmedizinischen Eingriff und zeigt, dass unsere Vorfahren Krankheiten nicht nur erlitten, sondern aktiv versuchten, sie zu behandeln. Noch beeindruckender: Ein Zahn aus Italien, der etwa 13.000 Jahre alt ist, wurde sogar mit einer Mischung aus Bitumen, Haaren und Pflanzenfasern gefüllt, eine prähistorische Zahnfüllung. Neuere Forschungen haben auch die Ernährung der Steinzeitmenschen in Nordafrika in einem neuen Licht erscheinen lassen. In der Taforalthöhle im heutigen Marokko haben Wissenschaftler die chemischen Signaturen in Knochen und Zähnen von Jägern und Sammlern analysiert, die dort vor 13.000 bis 15.000 Jahren lebten. Das Ergebnis war überraschend. Pflanzen, nicht Fleisch, waren ihre primäre Proteinquelle. Botanische Überreste von verkohlten süßen Eicheln, Pistazien, Pinienkernen, Wildhafer und Hülsenfrüchten, die an der Stätte gefunden wurden, unterstützen dieses Bild. Es zeigt einmal mehr, dass das Stereotyp des fleischfressenden Steinzeitmenschen zu kurz greift. Was die allgemeine Gesundheit betrifft, so gibt uns die Untersuchung moderner Jäger- und Sammlergruppen einen faszinierenden Einblick. Die Hadza in Tansania, eine der letzten noch aktiv jagenden und sammelnden Gemeinschaften der Welt, sind dabei besonders aufschlussreich. Die Hadza leben in einer halbtrockenen Savannenlandschaft rund um den Eyasi-See im Norden Tansaniens. Es sind etwa 1300 Menschen, von denen rund 250 noch den Großteil ihrer Nahrung durch Jagen und Sammeln beschaffen. Sie leben in mobilen Lagern von durchschnittlich 30 Personen. Und die Zusammensetzung dieser Lager ändert sich ständig, wenn Menschen kommen und gehen. Die Männer jagen mit Pfeil und Bogen. Die Frauen sammeln pflanzliche Nahrung mit der Hand oder mit Grabstöcken. Sie bauen keine Nahrung an und halten keine Nutztiere. Alles, was sie essen, kommt direkt aus der Natur. Und ihre Gesundheit ist bemerkenswert. Sie halten ihr gesamtes erwachsenes Leben lang ein gesundes Gewicht, einen stabilen Body Mass Index und eine gleichbleibende Gehgeschwindigkeit. Sie leben regelmäßig bis in ihre 60er und 70er. Manche werden über 80 und das Erstaunlichste: Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck und Diabetes, jene Krankheiten, die in der westlichen Welt epidemisch grassieren, kommen bei ihnen praktisch nicht vor. Die Hadza gehen täglich 8 bis 12 Kilometer,
klettern auf Bäume und graben nach Wurzeln. Ihr gesamter Alltag ist von Bewegung durchdrungen, nicht als bewusste Entscheidung, nicht als Sport, sondern als natürlicher Teil ihres Lebens. Dasselbe Muster findet sich bei anderen Jäger- und Sammlergruppen wie den Tsimane in Bolivien und den Inuit in der Arktis. Trotz ihrer sehr unterschiedlichen Ernährungsweisen, die Tsimane essen viele Kohlenhydrate, die Inuit fast ausschließlich tierische Produkte, haben sie eines gemeinsam: Sie entwickeln traditionell keine der typischen Zivilisationskrankheiten. Das legt nahe, dass es nicht eine bestimmte Zusammensetzung der Nahrung ist, die gesund macht, sondern etwas Grundlegenderes, eine Ernährung aus vollwertigen, unverarbeiteten Nahrungsmitteln kombiniert mit einem aktiven Lebensstil. Ein weiterer wichtiger Faktor war das Verhältnis von Kalium zu Natrium. Unsere Vorfahren nahmen 5 bis 10 Mal mehr Kalium als Natrium zu sich. Ein Verhältnis, das für die Blutdruckregulation und die Aufrechterhaltung des elektrischen Potentials der Zellmembranen günstig ist. Heute mit unserer salzreichen Ernährung hat sich dieses Verhältnis ins Gegenteil verkehrt, was nach Ansicht vieler Forscher eine der Ursachen für die Bluthochdruckepidemie in westlichen Gesellschaften ist. Von dem Natrium, das wir in westlichen Ländern zu uns nehmen, stammen nur etwa 10% aus den Lebensmitteln selbst. Der Rest wird bei der Verarbeitung, der Zubereitung und am Tisch hinzugefügt. Besonders faszinierend ist die Darmmikrobiomforschung. Studien haben gezeigt, dass die Hadza eines der vielfältigsten Darmmikrobiome auf dem gesamten Planeten besitzen. Ihre Darmflora enthält Bakterienarten, die bei westlichen Menschen praktisch nicht vorkommen, darunter eine besondere Anreicherung von Prevotella, Treponema und bestimmten Bacteroidetes-Arten, die die Fähigkeit verbessern, faserreiche pflanzliche Nahrung zu verdauen und wertvolle Nährstoffe daraus zu extrahieren. Es gibt sogar Unterschiede zwischen Männern und Frauen, was wahrscheinlich die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung widerspiegelt. Männer jagen und essen mehr Fleisch und Honig. Frauen sammeln und essen mehr Knollen und Beeren. Bemerkenswert ist, dass bereits 3 Tage einer an die Hadza angelehnten Ernährung die Vielfalt der Darmbakterien bei westlichen Menschen um bis zu 20% steigern können. Das zeigt, wie schnell unser Körper auf Veränderungen in der Ernährung reagiert. Und dann ist da noch die Frage der Körpergröße. Unsere paläolithischen Vorfahren waren erstaunlich groß und robust. Europäische Männer vor dem Beginn der Landwirtschaft waren durchschnittlich etwa 178 Zentimeter groß, Frauen etwa 168 Zentimeter. Diese Werte sollten erst im 20. Jahrhundert wieder erreicht werden. Der aktive Lebensstil, die abwechslungsreiche nährstoffreiche Ernährung und die geringe Belastung durch Infektionskrankheiten sorgten für ein Wachstumsumfeld, das dem modernen in vielerlei Hinsicht überlegen war. Die Knochen der Steinzeitmenschen waren dicker, dichter und robuster als unsere heutigen, ein Ergebnis der ständigen körperlichen Beanspruchung durch Gehen, Laufen, Graben, Klettern und Tragen. Aber es wäre falsch, die Steinzeit zu idealisieren. Das Leben war kurz. Die durchschnittliche Lebenserwartung lag bei 25 bis 40 Jahren, wobei diese niedrige Zahl vor allem durch die hohe Kindersterblichkeit verzerrt wird. Wer die gefährlichen ersten Lebensjahre überstand, hatte durchaus gute Chancen, 60, 70 oder sogar 80 Jahre alt zu werden. Aber Verletzungen, die heute trivial sind, ein gebrochener Arm, eine infizierte Schnittwunde, konnten ohne Antibiotika und moderne Medizin tödlich sein. Frauen starben häufig bei der Geburt, was die durchschnittliche Lebenserwartung der Frauen unter die der Männer drückte. Es gibt auch Hinweise auf Vitamin-D-Mangel und Rachitis bei einigen paläolithischen Populationen, besonders in Gebieten mit wenig Sonnenlicht. Was die Steinzeitmenschen jedoch nicht hatten, und das ist der entscheidende Punkt, sind die chronischen Zivilisationskrankheiten, die heute die westliche Welt plagen. Keine Fettleibigkeit, kein Typ-2-Diabetes, kein Bluthochdruck,
keine koronare Herzkrankheit in dem Ausmaß, wie wir sie kennen. Und das liegt nicht daran, dass sie zu früh starben, um diese Krankheiten zu entwickeln, wie manchmal behauptet wird. Denn die Hadza, die Tsimane und andere moderne Jägersammlergruppen leben unter ähnlichen Bedingungen und werden alt genug, um solche Krankheiten zu entwickeln. Aber sie tun es nicht. Die Erklärung liegt in ihrem Lebensstil, der Kombination aus vollwertiger, unverarbeiteter Nahrung, ständiger Bewegung und einem sozialen Umfeld, das psychische Gesundheit fördert. Ein weiterer faszinierender Aspekt betrifft die Energiebilanz. Der Evolutionsanthropologe Hermann Ponzer von der Duke-Universität hat eine Entdeckung gemacht, die so überraschend war, dass er zunächst dachte, er hätte einen Fehler gemacht. Trotz ihres außerordentlich aktiven Lebensstils verbrauchen die Hadza nicht mehr Kalorien als sesshaft lebende westliche Menschen. Das Geheimnis liegt darin, wie der Körper die Energie verteilt. Bei weniger aktiven Menschen investiert der Körper überschüssige Energie in Entzündungsprozesse und Stressreaktionen, die langfristig zu chronischen Krankheiten führen. Bei den Hadza wird diese Energie für Bewegung und körperliche Erholung genutzt. Der Körper ist wie ein Budget. Die Gesamtsumme ist ähnlich, aber die Verteilung macht den entscheidenden Unterschied. Die große Wende, als der Mensch sesshaft wurde, und die Folgen für den Körper. Und dann kam der Moment, der alles veränderte. Vor etwa 12.000 Jahren, als die letzte Eiszeit zu Ende ging und das Klima wärmer wurde, begannen Menschen an verschiedenen Orten der Welt unabhängig voneinander Pflanzen anzubauen und Tiere zu domestizieren. Im fruchtbaren Halbmond, jener bogenförmigen Region im Nahen Osten, die sich vom heutigen Irak über Syrien und die Türkei bis nach Ägypten erstreckt, keimten die ersten Weizenfelder. Es war der Beginn dessen, was wir die Neolithische Revolution nennen, und es war ein Wendepunkt, dessen Auswirkungen wir bis heute spüren. Die Landwirtschaft veränderte alles. Sie ermöglichte es, Nahrungsüberschüsse zu produzieren, was wiederum das Wachstum größerer Siedlungen und schließlich ganzer Zivilisationen möglich machte. Sie befreite einen Teil der Bevölkerung von der täglichen Nahrungssuche und ermöglichte Spezialisierung. Handwerker, Priester, Soldaten, Beamte, all diese Berufe konnten erst entstehen, weil nicht mehr jeder seine gesamte Zeit für die Nahrungsbeschaffung aufwenden musste. Die ersten Siedlungen wuchsen, aus Lagern wurden Dörfer, aus Dörfern Städte. Menschen lernten Tiere zu domestizieren. Schweine wurden aus Wildschweinen gezüchtet. Ziegen stammten von der persischen Bezoar-Ziege ab, Schafe und Rinder folgten. Diese Tiere machten die harte körperliche Arbeit der Landwirtschaft möglich. Und ihre Milch und ihr Fleisch erweiterten die Ernährung. Aber all das hatte seinen Preis. Und dieser Preis wurde in erster Linie von der Gesundheit bezahlt. Die Archäologie zeigt uns mit erschreckender Deutlichkeit, was geschah, als der Mensch sesshaft wurde. Die Umstellung auf Ackerbau bedeutete eine drastische Verengung des Nahrungsspektrums. Statt Hunderten verschiedener Pflanzen- und Tierarten aßen die ersten Bauern im Wesentlichen einige wenige Getreidesorten, ergänzt durch die Milch und das Fleisch ihrer domestizierten Tiere. Diese neue Ernährung war reich an Kohlenhydraten, aber ärmer an Ballaststoffen, Mikronährstoffen und Proteinen als die Ernährung der Jäger und Sammler. Im neolithischen Mitteleuropa waren es vor allem die Weizenarten Emmer und Einkorn sowie Gerste, die den Kohlenhydratbedarf deckten. Das Getreide wurde mit Steinmühlen zu Grütze gemahlen, während fein gemahlenes Mehl für die Broderstellung benötigt wurde. Im Laufe der Jungsteinzeit wurden Getreidebreie und Fladenbrote schnell durch verschiedenste Brot- und Gebäcksorten ersetzt. Eiweißreiche Hülsenfrüchte wie Linsen und Erbsen ergänzten den Speiseplan und Leinsamen und Mohn lieferten fettreiche Nahrung. Die typischen Nutztiere wie Rinder, Schafe, Ziegen und Schweine waren bereits domestiziert, als sie nach Mitteleuropa gelangten. Und die Auswirkungen dieser neuen, eingeschränkteren Ernährung waren dramatisch und gut dokumentiert. Die Kariesrate stieg sprunghaft an.
Die bakterielle Vielfalt im Mund ging zurück und Karies verursachende Bakterien dominierten. Die durchschnittliche Körpergröße sank erheblich. Europäische Männer schrumpften von durchschnittlich 178 auf etwa 165 Zentimeter, Frauen von 168 auf 155 Zentimeter. Kinder litten häufiger unter Wachstumsstörungen, Blutarmut und Mangelernährung. Die Knochen wurden dünner und fragiler. Spuren von Eisenmangel, Vitamin-D-Mangel und Rachitis tauchen in den Skeletten der ersten Bauern auf. Zustände, die bei Jägern und Sammlern extrem selten waren. Und dann waren da die Krankheiten. Das Zusammenleben mit domestizierten Tieren auf engem Raum brachte etwas mit sich, das die Menschheit vorher kaum kannte: Zoonosen, Krankheiten, die von Tieren auf Menschen überspringen. Pocken, Influenza, Masern, all diese Krankheiten verbreiteten sich von domestizierten Tieren auf Menschen. Eine neue bahnbrechende Studie, die über 1300 Individuen untersuchte, die über einen Zeitraum von Tausenden von Jahren in Europa und Asien gelebt haben, zeigt, dass viele dieser Krankheitserreger erstmals vor etwa 6500 Jahren auftraten, genau zu dem Zeitpunkt, als Menschen begannen, in engem Kontakt mit ihren Nutztieren zu leben. Die immer dichter besiedelten Gebiete mit ihrer Ansammlung von menschlichen und tierischen Abfällen bildeten eine weitere Quelle der Kontamination durch verunreinigte Nahrung und verschmutztes Wasser. In Çatalhöyük, einer der frühesten bekannten Bauernsiedlungen im heutigen Anatolien, haben Archäologen Spuren von Fäkalien in und um die Gebäude herum gefunden, darunter auch Parasiteneier. Die Siedlung hatte zeitweise mehrere tausend Einwohner und die Folgen dieser Dichte waren deutlich sichtbar. Die Skelette der Kinder zeigen häufig sogenannte Schmelzhypoplasien, Rillen und Grübchen im Zahnschmelz, die auf wiederholte Krankheitsepisoden in der Kindheit hindeuten. Vermutlich waren die Kinder durch den ständigen Kontakt mit verunreinigtem Boden und Wasser chronisch krank. Es ist eine Ironie der Geschichte. Die Erfindung der Landwirtschaft, die oft als einer der größten Fortschritte der Menschheit gefeiert wird, war aus gesundheitlicher Sicht zunächst ein Rückschritt. In einer großen Studie, die 21 Gesellschaften untersuchte, die den Übergang zur Landwirtschaft vollzogen, zeigte sich in 19 von ihnen ein deutlicher Rückgang der Gesundheit. Die Menschen wurden kleiner, ihre Knochen fragiler, ihre Zähne schlechter und sie litten häufiger unter Infektionskrankheiten und Mangelernährung. Es war ein paradoxer Preis für die Sicherheit, die der Ackerbau bot. Aber die Geschichte ist nicht nur eine des Verfalls, sie ist auch eine der Anpassung. Denn der menschliche Körper hat nicht aufgehört, sich zu entwickeln, als die Landwirtschaft begann. Im Gegenteil, die letzten 10.000 Jahre waren eine Zeit rasanter genetischer Anpassung. Das beeindruckendste Beispiel ist die Laktosetoleranz. Alle Säugetiere, auch alle Menschen, produzieren als Säuglinge das Enzym Laktase, um die Milchzucker in der Muttermilch zu verdauen. Normalerweise stellt der Körper die Produktion dieses Enzyms nach dem Abstillen ein. Doch als Menschen vor etwa 10.000 Jahren begannen, Rinder zu domestizieren und deren Milch zu trinken, wurde die Fähigkeit, Milch auch als Erwachsener zu verdauen, zu einem enormen Überlebensvorteil. In den Bevölkerungen, die Viehzucht betrieben, verbreiteten sich genetische Varianten, die die Laktoseproduktion auch im Erwachsenenalter aufrechterhielten. In Nordeuropa sind heute über 95% der Menschen laktosepersistent. In Ostasien, wo die Milchwirtschaft historisch keine große Rolle spielte, sind es weniger als 10%. In Teilen Ostafrikas, wo Hirtenvölker seit Jahrtausenden Milch trinken, ist die Laktosetoleranz in nur 3000 Jahren von nahezu null auf weit verbreitete Frequenzen angestiegen, ein Zeichen für einen extrem starken Selektionsdruck. Ein ähnliches Beispiel findet sich beim Enzym Amylase, das Stärke im Speichel abbaut.
Populationen, deren traditionelle Ernährung reich an stärkehaltigen Nahrungsmitteln ist, besitzen im Durchschnitt mehr Kopien des Amylase-Gens als Populationen mit stärkearmer Ernährung. Die Speichelamylase-Werte beim Menschen sind 6 bis 8 Mal höher als bei Schimpansen und Bonobos. Ein deutlicher Hinweis darauf, wie wichtig stärkehaltige Nahrung in der menschlichen Entwicklung war. Unser Körper hat sich also keineswegs aufgehört anzupassen. Er verändert sich ständig, getrieben von den Ernährungs- und Lebensgewohnheiten seiner Träger. Und genau das ist vielleicht die wichtigste Erkenntnis dieser ganzen Reise. Es gibt nicht die eine perfekte Ernährung, die in unseren Genen festgeschrieben ist. Es gibt keine genetisch vorbestimmte ideale Diät. Die Evolutionsbiologin Marlene Zug hat es treffend auf den Punkt gebracht, als sie die Idee einer perfekten Steinzeitdiät als eine Fantasie bezeichnete. Unser Körper war nie fertig. Er war immer ein Werk in Arbeit, ständig in Anpassung an neue Umgebungen, neue Nahrungsquellen, neue Herausforderungen. Was uns wirklich auszeichnet, ist nicht, dass wir für eine bestimmte Nahrung gemacht sind, sondern dass wir die flexibelsten Esser sind, die dieser Planet je gesehen hat. Von der arktischen Tundra bis zum tropischen Regenwald, von der offenen Savanne bis zur Meeresküste, überall haben Menschen gelernt, sich zu ernähren und zu gedeihen. Was wir allerdings von unseren Vorfahren lernen können, ist etwas anderes, etwas Einfaches und doch Tiefgreifendes. Sie aßen echte Nahrung, ganze, unverarbeitete, naturbelassene Lebensmittel, die direkt aus der Erde oder vom Tier kamen. Keine Zusatzstoffe, keine Konservierungsmittel, kein raffinierter Zucker, kein Weißmehl. Und sie bewegten sich, jeden Tag, stundenlang, zu Fuß. Sie gingen 8 bis 12 Kilometer am Tag, kletterten auf Bäume, gruben nach Wurzeln, trugen schwere Lasten. Es war dieses Zusammenspiel aus vielfältiger, vollwertiger Ernährung und ständiger körperlicher Bewegung, das ihre bemerkenswerte Gesundheit ermöglichte. Und vielleicht, so legen einige Forscher nahe, war auch ihr soziales Leben ein entscheidender Faktor. Die Hadza sorgen sich nicht um ihre Karriere oder darum, arm zu enden. Sie verbringen ihre Tage im Freien mit Freunden und Familie, die sie ihr ganzes Leben lang kennen. Diese Faktoren werden generell mit Zufriedenheit assoziiert und Zufriedenheit spielt eine bedeutende Rolle für die Gesamtgesundheit. Es ist ein ganzheitliches Bild, das sich hier ergibt. Nicht ein einzelner Faktor macht den Unterschied, sondern das Zusammenspiel von Ernährung, Bewegung und sozialer Einbindung. Und es gibt noch einen letzten Gedanken, den ich dir mit in die Nacht geben möchte. In den letzten 100 Jahren hat sich unsere Ernährung noch einmal dramatisch verändert. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts wurden Vollkornprodukte routinemäßig raffiniert, wobei ein Großteil der Ballaststoffe und Spurenelemente entfernt wurde. Raffinierter Zucker wurde alltäglich. In den letzten 40 Jahren haben wir einen noch dramatischeren Wandel erlebt, mit einer wachsenden Abhängigkeit von Fastfood, übergroßen Portionen, flüssigen Kalorien und hochverarbeiteten Lebensmitteln. Gleichzeitig haben unsere Aktivitätsniveaus einen historischen Tiefpunkt erreicht und die Fettleibigkeitsraten einen historischen Höchststand. Es ist, als hätten wir den Weg, den unsere Vorfahren über Millionen von Jahren gegangen sind, in nur wenigen Generationen umgekehrt. Aber die Geschichte des menschlichen Essens ist auch eine Geschichte der Hoffnung. Denn unser Körper ist immer noch derselbe anpassungsfähige, widerstandsfähige Organismus, der er schon immer war. Die Forschung zeigt uns, dass bereits kleine Veränderungen, mehr Bewegung, mehr Gemüse, weniger verarbeitete Nahrung eine erstaunlich schnelle Wirkung haben können. Schon 3 Tage einer veränderten Ernährung können die Vielfalt unserer Darmbakterien messbar steigern. Unser Körper wartet nur darauf, dass wir ihm geben, wofür er gemacht ist. Nicht die perfekte Steinzeitdiät, denn die gibt es nicht, sondern einfach echte Nahrung, Bewegung und die Nähe zu den Menschen, die uns wichtig sind. Ausklang. So, mein lieber Zuhörer, meine liebe Zuhörerin,
Das war unsere Reise in die tiefe Vergangenheit der menschlichen Ernährung. Eine Reise, die uns gezeigt hat, dass die Wirklichkeit, wie so oft, viel faszinierender ist als die Klischees. Unsere Vorfahren waren keine reinen Fleischfresser und keine reinen Pflanzenfresser. Sie waren vielseitige, anpassungsfähige, kluge Esser, die aus jeder Umgebung das Beste herausholten. Sie entdeckten das Feuer und veränderten damit nicht nur ihre Ernährung, sondern ihre gesamte Biologie. Sie lebten gesünder, als wir oft denken, mit stärkeren Knochen und besseren Zähnen. Und als sie schließlich sesshaft wurden und Bauern wurden, bezahlten sie dafür einen hohen gesundheitlichen Preis, den wir teilweise bis heute tragen. Wir haben gesehen, wie die Hadza in Tansania noch immer ein Fenster in diese Vergangenheit öffnen, wie ihre vielfältige Ernährung und ihr aktiver Lebensstil sie vor den Krankheiten schützen, die unsere moderne Welt plagen. Wir haben erfahren, wie das Kochen unser Gehirn wachsen ließ und uns zu den denkenden, sprechenden, träumenden Wesen machte, die wir heute sind. Und wir haben verstanden, dass es eine perfekte Diät gibt, die in unseren Genen festgeschrieben ist, sondern dass unsere größte Stärke unsere Flexibilität ist, unsere Fähigkeit, uns an alles anzupassen, was das Leben uns vor die Füße legt. Aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Sie geht weiter. Mit jedem Bissen, den wir essen, mit jeder Entscheidung, die wir für unsere Gesundheit treffen. Vielleicht denkst du morgen beim Frühstück an die Hadza, die gerade in der tansanischen Savanne Honig von einem Baobabbaum ernten. Vielleicht erinnerst du dich an die Knollen, die unsere Urgroßmütter mit ihren Grabstöcken aus dem Boden zogen. Oder an das Feuer, das erste Lagerfeuer in einer dunklen Nacht vor 1.000.000 Jahren, das den Lauf der Geschichte für immer veränderte. Und vielleicht, wenn du das nächste Mal in einen Apfel beißt oder ein Stück Brot brichst, denkst du daran, welch unglaublich langer Weg uns hierher geführt hat. 2 Millionen Jahre des Essens, des Anpassens, des Überlebens. Jeder Bissen, den du nimmst, trägt die Geschichte deiner Vorfahren in sich. Jede Mahlzeit ist ein Echo aus einer Zeit, als das Feuer noch jung war und die Welt noch weit und wild. Aber jetzt, in diesem Moment, lass all das los. Lass die Gedanken ziehen wie Wolken an einem stillen Abendhimmel. Dein Körper ist schwer und warm. Deine Augen sind müde. Die Decke umhüllt dich wie ein sanfter Kokon. Die Welt da draußen kann warten. Die Geschichte kann warten. Alles kann warten. Jetzt gehört die Stille dir. Schlaf gut, träum schön und bis zum nächsten Mal. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass doch gerne ein Like da und abonniere den Kanal, damit du keine neue Episode verpasst. Es hilft uns wirklich sehr und bedeutet uns unglaublich viel. Teile die Folge gerne mit jemandem, der auch Geschichten zum Einschlafen liebt. Danke, dass du hier warst. Gute Nacht.